Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hey Sarah, hast du kurz Zeit? Ich muss echt mal mit jemandem reden. Natürlich Marcos, was ist los? Du siehst wirklich erschöpft aus. Ich fühle mich in letzter Zeit ständig müde und erschöpft. Oh nein, das klingt nicht gut. Warum fühlst du dich so? Ich denke, es liegt an meiner täglichen und wöchentlichen Routine. Meine tägliche und wöchentliche Routine ist ein Desaster. Erzähl mir mehr darüber. Wie sieht deine typische Woche aus? Montags bis freitags stehe ich um 6 Uhr morgens auf und gehe zur Arbeit. Ich arbeite oft bis spät in die Nacht und habe kaum Zeit für mich. Dann am Wochenende fühle ich mich verpflichtet, meine Familie zu besuchen und mich mit Freunden zu treffen. Das klingt wirklich nach viel. Wie verbringst du deine Zeit auf der Arbeit? Na ja, ich habe einen Schreibtischjob und verbringe die meiste Zeit vor dem Computer. Die Arbeit ist oft stressig, und ich habe das Gefühl, dass ich nie wirklich eine Pause habe. Das ist bestimmt nicht gut für deine Gesundheit. Und wie sieht es mit deiner Ernährung aus? Isst du regelmäßig und gesund? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Oft greife ich zu Fast Food, weil es schnell und einfach ist. Ich weiß, dass es nicht gesund ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich keine Zeit habe, um etwas Gesundes zu kochen. Das ist verständlich, aber die Ernährung spielt eine große Rolle für unser Wohlbefinden. Wie wäre es, wenn du anfängst, gesunde Mahlzeiten vorzubereiten? Das klingt nach einer guten Idee. Aber was ist mit meiner Zeit? Ich fühle mich so gestresst und unter Druck gesetzt. Und wie wäre es mit Bewegung? Machst du Sport? Ich gehe manchmal ins Fitnessstudio. Aber es fühlt sich oft wie eine weitere Aufgabe auf meiner To-Do-Liste an. Vielleicht könntest du eine Sportart ausprobieren, die dir wirklich Spaß macht. Wie wäre es mit Tanzen, Schwimmen oder Radfahren? Schwimmen klingt tatsächlich sehr entspannend. Das könnte ich ausprobieren. Ich hoffe, ich habe Zeit dafür. In letzter Zeit war mein Morgen vollgepackt mit Dingen, die ich erledigen musste. Ich fühle mich überfordert. Es tut mir leid, das zu hören. Was musst du jeden Morgen machen? Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden. Normalerweise schlafe ich über meinen Wecker hinaus, weil ich zu müde bin, um aufzustehen. Mein Wecker klingelt um 6 Uhr, aber ich mache normalerweise mindestens eine Stunde Schlummer. Normalerweise stehe ich nach 7 Uhr auf. Warum bist du morgens so müde? Es ist meine Schuld. Normalerweise gehe ich mit meinen Freunden um 10 Uhr abends auf einen Drink aus. Und so komme ich nach Mitternacht nach Hause. Dann spiele ich meistens Videospiele oder schaue mir soziale Medien an, bis ich um 2 Uhr endlich ins Bett gehe. Oh, das ist nicht gut. Du solltest früher ins Bett gehen. Ich weiß. Ich glaube, ich bin süchtig nach meinem Handy. Okay,
Wieso ist dein Morgen sonst so beschäftigt? Sobald ich aufstehe, muss ich meinen Hund nach draußen bringen, um aufs Töpfchen zu gehen. Dann werfe ich ihm normalerweise den Ball zu, damit er trainieren kann. Da ist es schon 7:30 Uhr, und ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Mir die Zähne geputzt? Oder mich angezogen. Und mein Bus fährt um 7:40 Uhr zur Arbeit. Das wirkt etwas eng. Wie weit ist die Bushaltestelle von deinem Zuhause entfernt? Wenn ich schnell gehe, was ich immer mache, sind es 5 Minuten zu Fuß. Ich ziehe mich schnell an. Putze mir die Zähne. Und lasse das Frühstück normalerweise ausfallen. Dann renne ich aus der Tür und eile zur Bushaltestelle. Wenn alles gut geht, komme ich um 8:40 Uhr zur Arbeit. Dann schnappe ich mir normalerweise einen Schokoriegel oder eine Soda, bevor ich mit der Arbeit beginne. Dann arbeite ich bis zum Mittagessen. Normalerweise esse ich mit ein paar Freunden etwas Fast Food. Am Ende des Arbeitstages hetze ich nach Hause, um ein paar Stunden am Computer zu spielen. Dann bestelle ich zum Abendessen Pizza oder Fast Food. Nach dem Abendessen sehe ich bis etwa 10 Uhr fern. Dann ist es Zeit, an die Bar zu gehen und mit meinen Freunden abzuhängen. Du musst deinen Zeitplan und deine Tagesroutine ändern. Das würde dir helfen, gesünder zu sein und mehr Energie zu haben. Ach, tatsächlich? Was kann ich ändern? Nun, du könntest früher ins Bett gehen. Erwäg nach dem Abendessen etwas fernzusehen, bevor du vor Mitternacht ins Bett gehen. Dann bekommst du mindestens 2 weitere Stunden Schlaf. Aha. Aber wann würde ich meine Freunde sehen? Ja, du würdest es verpassen, deine Freunde jeden Abend an der Bar zu sehen. Du könntest sie bitten, dich nach der Arbeit zu treffen, bevor du zu Abend isst. Oder vielleicht siehst du deine Freunde nur am Wochenende. Aber wenn du abends früher ins Bett gehst, wirst du morgens erfrischt aufwachen. Dann bekommst du genug Zeit für ein gesundes Frühstück, bevor du zur Bushaltestelle gehen. Das ist eine gute Idee. Ich werde am Vormittag sehr müde. Es kann an den Süßigkeiten und Soda liegen, die ich esse, wenn ich zur Arbeit komme. Ja, du solltest die Süßigkeiten und Soda überspringen. Und probiere auch, deine freie Zeit am Morgen zu nutzen, um ein gesundes Mittagessen einzupacken. Täglich Fast Food zu essen ist nicht nur ungesund, sondern auch teuer. Wow, ich kann es kaum erwarten, diese Änderungen in meiner täglichen Routine vorzunehmen. Mir geht es schon besser. Ich helfe dir gerne, Marcos. Sag mir, Sarah, wie sieht dein Tagesablauf aus? Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Normalerweise wache ich morgens um 6 Uhr auf. Erstens trinke ich ein großes Glas Wasser, damit ich den freien Tag mit einem hydratisierten Gefühl starte.
Danach mache ich etwa 30 Minuten lang irgendeine Art von Übung. Ich werde entweder laufen, Yoga machen oder Gewichte heben. Danach dusche ich, ziehe mich an und schminke mich. Ich esse dann normalerweise ein leichtes Frühstück mit Haferflocken oder Eiern. Zu dieser Zeit ist es normalerweise um 8 Uhr morgens. Ich packe schnell einen Salat oder ein Sandwich für mein Mittagessen ein. Dann fahre ich mit dem Rad zur Arbeit. Das dauert etwa 20 Minuten. Wenn ich zur Arbeit komme, erledige ich gerne zuerst meine E-Mails. Dann überprüfe ich meinen Kalender, um zu sehen, welche Besprechungen ich habe. Ich arbeite den ganzen Vormittag durch. Dann sitze ich draußen und esse den Salat oder das Sandwich, das ich mir zum Mittagessen eingepackt habe. Dann kehre ich für den Nachmittag zur Arbeit zurück. Da ich normalerweise früh ankomme, gehe ich auch etwas früher. Das hilft mir, Verkehr zu vermeiden. Auf dem Heimweg halte ich oft im Laden an, um frische Lebensmittel für das Abendessen zu holen. Abends treffe ich mich manchmal mit Freunden, schaue fern oder lese ein Buch. Ich koche Abendessen und esse gegen 7 Uhr. Und dann schalte ich ab, bevor ich um 10 Uhr ins Bett gehe. Wow, das hört sich nach einem sehr guten Tag an. Kannst du so früh einschlafen? Oh ja, da ich jeden Morgen Sport treibe und mit dem Fahrrad zur und von der Arbeit fahre, bin ich abends um 10 Uhr ziemlich müde. Da ich jeden Morgen Sport treibe und mit dem Fahrrad zur und von der Arbeit fahre, bin ich abends um 10 Uhr ziemlich müde. Das war wirklich hilfreich, Sarah. Ich denke, ich könnte mir ein Fahrrad kaufen und ein paar Tage pro Woche zur Arbeit fahren. Tolle Idee, Marcos. Nur nicht übertreiben. Ziehe in Erwägung, deinen Zeitplan Schritt für Schritt zu ändern, damit du nicht ausbrennst. Ich werde das tun. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen, Sarah. Ich denke, ich werde zum Laden laufen und etwas Gesundes zum Abendessen kaufen. Vielen Dank für das Treffen mit mir. Jederzeit, Marcos. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.